Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich eine ganz einfache, für mich eine ganz einfache Figur, die modellieren kann. Und da gibt es ja noch viel kompliziertere. Mich haben schon bei Instagram gefragt, warum ist das denn einfach? Das ist doch nicht einfach. Doch, es ist ganz einfach. Und ich zeige euch, wie das geht. Also man nimmt so eine kleine Halbkugel, Styroporkugel. Am besten ist immer sowas, wenn man nichts anderes hat, kann man auch Papier nehmen, natürlich, um diese Halbkugel zu machen. Man legt ein bisschen Stoff drauf, legt dann eine Platte Ton, die man vorher natürlich ausgerollt hat, da drüber, streicht die ein bisschen fest und kann die dann ringsherum ausschneiden und dann haben wir schon ein fertiges Kleidchen. Und daran sieht man, dass es schon ganz schnell eigentlich geht, dass man den Körper hat. Der muss jetzt auch nicht so aussehen wie ein echter Mensch. Also man soll jetzt einfach nur was Illusionistisches, was Schönes, was Lustiges entstehen lassen. Und das ist das Ziel. Deswegen mache ich das und zeige ich. Man zieht es dann ab mit dem Stoff. Man sieht, es ist noch babbel weich. Ich nehme es dann nochmal und lasse es doch nochmal ein bisschen kurz trocknen. Lege es nochmal auf die Kugel und lasse es nochmal ein bisschen trocknen, weil es ist dann doch zu zermatscht. Das gefällt mir dann nicht so ganz. Und das kann man aber für sich entscheiden. Also das ist jetzt ja wirklich, weil, wie gesagt, es ja nicht ein echter Körper ist. Ich habe ihn jetzt getrocknet. Jetzt sieht man, er ist schon ein bisschen härter als vorher schon. Mache ich ihn dann immer noch mal ein bisschen nass, damit ich die Stellen, auch die ich brauche, noch mal benutzen kann. Das muss er dann, sonst ist es zu trocken, da kann ich nichts mehr draufsetzen. Das ist dann ganz, ganz fürchterlich. Deswegen mache ich das. Und jetzt mache ich einen Kopf aus der Daumentechnik. Den drückt man einfach da so mit den Daumen in der Hand heraus. 2 Halbkugeln mal ganz schnell mit dem Daumen zusammengesetzt und fertig ist mein Kopf. Also ich mache da nicht viel Gewese, drehe das auch nochmal in der Hand, sodass es ein bisschen runder wird oder so auf der Platte, damit es ein bisschen runder wird. Und dann die Kugel, habe ich ja schon öfter erzählt in meinen Tutorials, dass die immer hohl sein müssen, weil sonst im Brennofen das zerknallen würde. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss immer alles hohl machen. Also wenn es dicker als 1 Zentimeter Ton ist, ist es ganz, ganz wichtig. Und das habe ich ja jetzt gemacht. Jetzt setze ich die an und verschmiere alles. Auch ganz wichtig, dass man einen Schlicker nimmt, also der Schlicker, der flüssige Ton, der alles miteinander verbindet und setzt das da auf diese Halbkugel. Und da kann man jetzt schon was erkennen, was es sein soll, ne? Also es könnte schon ein kleiner Mensch werden. Und wir wollen ja eine dicke Tante machen. Also setzen wir da noch ein bisschen Busen ran und machen mal noch ein bisschen Kleid, so illusionistisches Kleid ran. Und das werden jetzt mit 2 Kugeln gemacht, genau. Das muss alles so, wie gesagt, alles nur illusionistisch sein, nur halt nicht proportional stimmen, das ist alles völlig unwichtig. Da muss nachher Charme und Charakter entstehen. Und hier seht ihr, das könnt ihr mal, wie schön ich das da so rumlege, diesen Ton einfach flach walzen, drauflegen und dann wirkt das wie, als ob da der Busen oben raus hüpft aus dem Kleid. So sollte das wirken. Jetzt mache ich noch 2 Würste, das wären dann die Arme, auch ganz, ganz normal, ohne da Genaues ranzumachen. Einfach Würste ausrollen, ungefähr gleich lang ransetzen, ein bisschen Schwung rein, dass man denkt, das ist die Hand, die Madame, die jetzt gleich losgeht zum Kaffeetalk und die andere Hand auf der anderen Seite und dann sind die Arme schon dran. Damit das Kleid dann noch ein bisschen vollendet wird, mache ich dann noch ein bisschen was drüber, dass man sieht, dass da 'n Kurzarm entsteht. Sieht auch wieder ganz flach walzen, drüberlegen und das Kleid wird da auf dieser Seite schon vollendet. Alles immer anschlickern, wichtig, alles anschlickern, nass machen. Mit dem Pinsel kann man das schön glatt streichen, das ist das Schöne an dem Pinsel. Und jetzt kommt schon der Kopf. Bei mir ist das immer ganz, 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 ganz schnell. Jetzt kommt da unten noch ein bisschen Kinn ran, weil es ist ja eigentlich nur eine Kugel, ne, und so 'n Kopf hat ja schon eine gewisse Proportion und ein bisschen halte ich mich dann da schon dran. Jetzt wird erst mal ich mache immer als erstes die Nase, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, obwohl es eigentlich gar nicht so die Mitte des Kopfes ist, wenn man es quer denkt, aber das ist egal. Ich fange immer passt immer mit der Nase an. Und jetzt kommen schon die Haare. Das brauche ich auch immer, damit ich mir die Madame richtig vorstellen kann. Ich setze einfach nur Streifen drauf, einfach viele, viele Streifen, verbinde die miteinander und mache die dann noch mit 'nem Zahnstocher oder so noch
da macht die Details dran. Einfach nur so, seht ihr, das ist einfach nur so ein bisschen Schwung rein, ein bisschen es aussieht halt wie Haare, mehr nicht. Das muss jetzt ja auch nicht so perfekt sein, ne? Genau, seht ihr das? Ah, mit 'm Messer habe ich's sogar gemacht, nicht mit'm Zahnstocher. Mit 'm Messer habe ich's 'n bisschen verfeinert, so wie Haare sein sollen, genau. Und jetzt kommt noch die Feinheiten kommen jetzt noch. Ich mache immer mit den Mitteln, die ich habe, 'ne alte Zahnbürste und wurschtel das noch so 'n bisschen so, damit es wirklich aussieht wie Haare, ne, so 'n bisschen zerzauste Haare. Mache jetzt noch die Feinheiten wie 'n kleines Armband oder wie 'n paar Ohrringe, 'ne Kette, alles, was ich dann noch so für diese Frau mir vorstelle, die mache ich dann da auch noch ran. Man muss immer dran denken, dass wenn man rankommt an die Haare, dann knacken die ab, wenn das dann nachher trocken ist. Also, wenn man das mit 'nem, selbsttrocknenden Ton macht, ist das echt wichtig, legt das alles an. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst kommt ihr da ran mit 'm Finger und der ärgert euch eigentlich nur. Deswegen dann sind es halt angeklatschte Haare. Das ist völlig egal. Jetzt habe ich 'n paar Augen reingedrückt und noch den Mund. Dann mache ich, glaube noch ringsrum ein paar kleine Blümchen als Details. Und dann ist sie schon gleich fertig. Seht ihr's, wie schön sie schon wirkt? Ja, habe ich sie schon mal kurz hochgehalten, dann mache ich noch die Hände ein bisschen nach. Also, diese kleinen Details, die dauern länger als das Grobe. Jetzt habe ich ja diesen Ausstecher genommen und habe dann noch so 'n paar Blümchen ringsrum herum geklebt. Und ich hatte die schon in Instagram fertig drin und ich fand es ganz witzig, wie eine, geschrieben hat, auf jeden Fall hat diese Dame Charakter, weil ich gesagt habe, die ist ganz einfach, ne? Ist ja eigentlich 'ne ganz einfache modellierte Figur. Und sie sagte: „Auf jeden Fall ist sie das. Tante Clementine, fein rausgeputzt, auf dem Weg zur Freundin, zum Kaffeeklatsch, voller Lebensfreude und mit ganz viel Sahne.“ Ich fand das witzig, dass sie das so schön geschrieben hat, sodass ich's euch jetzt vorgelesen habe. Und gleich im Anschluss seht ihr noch, wie sie fertig aussieht. Daraufhin hat sie's ja geschrieben. Und, ähm dann ist sie fertig und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.